Hallo, grüßt euch und Servus zu einem neuen Pomade-Review auf unserem YouTube-Kanal vom Pomade-Shop. Ich mache es jetzt auch ganz kurz, ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, und zwar hat die Grasbrook-Familie Zuwachs bekommen, und zwar eine UVB und eine normale ölbasierte Pomade. Und ich darf mich jetzt heute der ölbasierten widmen. Ich zeige euch das Etikett. Ihr seht es im Grunde genau das gleiche wie die bisherige ölbasierte, nur in blau. Der Unterschied zur ersten ist in dem Fall aber der Halt. Wir hatten bei der ersten, bei der braun-roten, sage ich jetzt mal, hatten wir einen Halt, der war so im mittleren Bereich. Und jetzt haben wir hier bei der neuen, haben wir eine, da sagen wir jetzt mal eher, dass es ein Firm-Halt ist. Ich will nicht ganz sagen, dass es in Richtung Heavy geht, sondern eher mittel bis firm. Finde ich ganz cool, weil ich mochte zwar von der anderen den Duft, allerdings war sie mir einfach zu weich. Die hat nicht wirklich so gut bei mir funktioniert und deshalb bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie die neue bei mir funktionierte, denn ich muss vorweg sagen, ich habe sie noch nicht ausprobiert. Das wird jetzt quasi ein Jungfernflug für mich. Ich zeige es euch mal von innen. Klassisch, ölbasiert. Man sieht es schon, ich meine, der Flo hat da mal ein bisschen reingetatscht. Schön schlonzig, Fäden gezogen. Könnte, glaube ich, ganz cool werden. Ah, der Duft ist... Der Duft erinnert mich ein bisschen an die alte, an die erste. Allerdings rieche ich da ein bisschen was Hölzerneres raus und zudem was leicht würzig Frisches. Also quasi als wäre man irgendwie im Frachtraum von dem Piratenschiff und alles, was sie da irgendwie zusammengesammelt haben auf ihrer Beutetour, da zusammengemischt. Und gefällt mir sehr gut. Das ist ein sehr angenehmer Duft. Sportlich frisch mit einem herben Einschlag, würde ich sagen. Ich muss jetzt natürlich noch mal schauen, wie sich das Ganze im Haar noch verhält, der Duft. Da ändert er sich meistens ja nochmal. Genau, will ich jetzt aber auch gleich mal ausprobieren. Also meine Haare sind minimalst feucht, aber an sich frei vom Produkt. Und jetzt gehe ich mal gleich ran. Mal schauen, ob ihr das gut erkennt. Okay, also wir haben eine wachsige Pomade. Ist ja im Grunde auf Wachsbasis. Merkt man bei der Entnahme, man braucht gerade bei der Deckschicht leichten Druck, aber dann geht es doch schon ziemlich smooth runter. Schauen wir mal. Okay, ich merke schon beim Verreiben, oh ja, vielleicht erkennt ihr es. Das meinte ich mit schlotzig, was ich mir schon gedacht hatte. Also da ist eine gute Klebrigkeit da. Ja, lässt sich dann aber auch recht gut verreiben. Ja, wir haben eine wachsig klebrige Pomade, da ist es immer, da braucht man ein bisschen mehr Energie, die man reinstecken muss, um sie zu verreiben, aber das ist jetzt nicht der Rede wert, möchte ich mal sagen. Okay. Ja, okay. Wie allein in der Hand hat sich das Ganze jetzt schon... Ja, da kommt das frische, leicht holzige noch mal mehr raus. Oh, toll, gefällt mir. Ist, glaube ich, auch so ein Duft, den man das ganze Jahr übertragen kann. Der wird immer, also im Sommer hast du was schön Frisches, im Winter oder im Herbst dieses Hölzerne, was dann noch mitkommt, ja, kommt sehr gut. Also einarbeiten, sage ich mal, relativ einfach. Vielleicht waren meine Haare fast einen Ticken zu trocken. Aber an sich ist es tatsächlich gar nicht sonderlich schwierig, weil wir halt auch keine zu feste Pomade haben. Und ich sag mal, je weicher die Pomade, umso leichter wird das Ganze ja. So, ich versuche jetzt, ich habe bewusst gleich für den Anfang mal ein bisschen weniger genommen, weil ich ja ganz ohne Produkt bin. Und dann versuche ich, die Pomade bis runter an die Wurzeln einzuarbeiten und wirklich überall an jedes Haar zu kommen. Und deshalb lieber kleinere Portionen und öfter, statt einfach voll reingreifen und dann am Ende zu viel drin zu haben, was man nicht richtig verarbeiten kann, dass man dann am Ende vielleicht nochmal mit dem Föhn nacharbeiten müsste oder so. So, dann lege ich jetzt nochmal nach. Nochmal einen kleinen Finger. Ja, aber es ist... Ja, geht super runter. Also, Duft ist schön vorhanden, schön präsent. Ich denke mal, wenn man jetzt... der Carsten von Womanizer steckt da ja auch mit drinnen. Und wer die anderen ölbasierten Pomaden von ihm kennt, der weiß, das sind richtige Duftbomben. Also jetzt gerade so mein erster Eindruck ist, wir haben keine Duftbombe, aber es ist ein Duft, der immer präsent ist. Er knallt euch nicht um, aber er ist immer schön da, immer schön anwesend. Ja, also
Ich bin jetzt auch schon tatsächlich sehr erstaunt dafür, dass sie mit, ich sage jetzt mal, einem Medium mit einer Hang zur Firm, also eher eine festere Medium angegeben ist. Bin ich tatsächlich schon sehr erstaunt, wie viel da schon zusammengeht vom Halt her. Gefällt mir, gefällt mir. Nehme ich jetzt aber trotzdem noch mal einen kleinen hinterher, weil ich ja doch einfach so viele Haare habe, dass ich dann wirklich überall es verteilt habe. So, schön einarbeiten noch. Ja, ist echt nicht schlecht. Diese Klebrigkeit merkt man natürlich sofort. Ist natürlich dann auch ganz cool, weil da hast du es dann mit Flyaways eigentlich im Grunde hat man damit dann keine Probleme. Die sollten dann alle schön an Ort und Stelle bleiben. Ich meine, über die Nachkämmbarkeit muss ich im Grunde nichts sagen. Es ist eine klassische ölbasierte Pomade. Die wird den ganzen Tag nachstylbar bleiben. So. Jetzt mein klassisches Ding. Erstmal mit dem groben Kamm nochmal durchgehen, um die Pomade nochmal schön zu verteilen. Und die Haare auch schon mal grob in eine Richtung zu legen. Ja, und gerade jetzt merkt man es. Sobald man dann ein bisschen Energie reingesteckt hat und die Pomade richtig in die Haare eingearbeitet hat, ist das Durchkämmen ein Kinderspiel. Also richtig, richtig smooth. Super, super easy. Gefällt mir gerade richtig gut. Der Duft kommt richtig angenehm, der kommt gut. Auch toll. Sehr schön. So, ich suche mir jetzt wieder meinen Scheitelpunkt. So. Ihr seht es, ich habe einmal mit der groben Seite nach hinten geschaut, wo teilt sich's. Jetzt ziehe ich mir die Seite runter und die schon mal grob rüber, da wo da ungefähr alles hin soll. Genau. So. Jetzt gehe ich hier wieder mit dem gröberen Kamm, ziehe mir das alles hier schon mal so in die Richtung. Ja, okay, also ich merke, es ist super easy, es ist ein Kinderspiel. Ich denke mal, ich werde ja für den Anfang wahrscheinlich schon ein bisschen in die Höhe kommen. Allerdings wird sich das dann ein bisschen legen, weil das dann halt eben doch nur, in Anführungsstrichen, Firm halt ist. Und ich bei meinen Haaren, wenn ich auch wirklich in die Höhe möchte, tendenziell einfach mehr Halt brauche. Aber für einen, also jetzt bei mir, etwas lockereren, gelegten Style, meine ich, sollte sie wunderbar funktionieren. Ja, und ich merke auch gleich, die Klebrigkeit, die ist halt da. Das macht das Ganze auch nochmal richtig schön zu verarbeiten. Oh, das ist schön. Gefällt mir, gefällt mir. Dann hier noch ein bisschen, die Haare ein bisschen rüber. Dann hochziehen. Ja, also das ist toll. Gefällt mir gut, gefällt mir richtig gut. Jetzt gehen wir an die Details. Und das ging jetzt auch ziemlich schnell, muss ich sagen. Und normalerweise ist gerade bei rein ölbasierten Pomaden und wenn ich komplett entfettete Haare habe, ist das erste Style immer wahnsinnig schwierig und dauert in der Regel auch echt lange. Also bis ich da dann am Ende wirklich, wirklich zufrieden bin mit dem Ergebnis, brauche ich oft schon sehr lange, weshalb ich im Grunde jetzt bis auf die Videos auch nie wirklich entfettetes Haar habe. Aber das ist ja, außer ihr seid jetzt reine wasserbasiert Schmierer, ist das ja höchstwahrscheinlich bei euch allen genauso. Ich meine, das ist ja nämlich an sich auch genau der Effekt, den man haben möchte von der Pomade. Aber das ist, oh ja, doch, schick, schick. Da sind jetzt vielleicht noch ein, zwei kleine Details, aber das liegt dann auch an meinen wilden Haaren. Ja, aber so insgesamt, ich leg dich mal noch dahin. Oh, gar nicht so verkehrt. Gar nicht so verkehrt für den Anfang. So, ich werde mich jetzt dann auch noch ein bisschen rumspielen, auch einfach, weil ich das mag. Selbst wenn ich jetzt bei der Pomade nicht nachkämmen müsste, ich würde es in 90% der Fällen tun, weil es mir einfach Spaß macht. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz so ein bisschen den Glanz. Ich würde hier sagen, natürlicher bis leichter Glanz. Also man sieht auf jeden Fall das, was in den Haaren ist, dass ein Produkt in den Haaren ist. Aber es ist jetzt auch keine Glanzbombe oder ähnliches. Also doch, gefällt mir sehr gut. Das ist toll. Schönes, natürliches Finish, muss ich sagen. Gefällt mir jetzt richtig, richtig gut. Und das ist toll. Die ist super. Gut, so viel von mir zur
neuen Grasbrotpomade. Also als Übersiertschmierer ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Super Produkt, gefällt mir toll. Doppeldaumen dafür. Ich bin begeistert. Gut, ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke, falls ihr abonniert, fände ich cool. Drückt mal die Glocke, dann verpasst ihr kein Video. Lasst uns einen Daumen da. Folgt uns auf den Social Media Kanälen. Ihr findet alle Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, das war's auch schon. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und ich sage ciao, servus, euer Max.